Stopp! Wer diese Kartoffeln aus dem Supermarkt mit der Schale isst, gefährdet seine Gesundheit. Die meisten glauben an gesundes Gemüse. Doch jetzt im Juni verkaufen uns die Discounter oft reine Chemiebomben, importiert aus der Wüste Ägyptens. Die große Frage ist, schält ihr Kartoffeln immer ab oder esst ihr die Schale mit? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Die Diskussion ist riesig. Denn die Wahrheit ist, es hängt komplett von der Marke ab. Viele Marken nutzen dreiste Tricks, schweißen feuchte Kartoffeln in Plastik ein, wodurch sich unsichtbarer Schimmel bildet, und spritzen harte Keimhämmer, damit die Knolle monatelang künstlich frisch aussieht. Wir machen deshalb heute den eiskalten Vergleich von schlecht nach gut und ich zeige euch, bei welcher Marke die Schale pures Gift ist. Los geht's! Bevor wir mit dem Ranking starten, müssen wir über den größten Frust in der Küche sprechen. Warum werden eure selbstgemachten Pommes aus der Heißluftfritteuse oder dem heißen Öl oft so labberig, dunkel und schmecken bitter? Weil ihr die falsche Kartoffel wählt. Zum Frittieren braucht ihr unbedingt Knollen mit einem hohen Stärkeanteil, also mehlig kochende oder vorwiegend festkochende Sorten. Doch es gibt noch eine unsichtbare Gefahr: zu viel Zucker in der Kartoffel. Wenn die Discounter die Ware falsch und vor allem viel zu kalt lagern, verwandelt sich die Stärke in reinen Zucker. Das Ergebnis beim Frittieren: der Zucker verbrennt sofort. Die Pommes werden dunkel, schmecken bitter und es entsteht das krebserregende Acrylamid. Und warum zerfällt euer Kartoffelsalat am Sonntag regelmäßig zu Matsch? Weil auf der Verpackung zwar groß festkochend draufsteht, aber in Wahrheit minderwertige, billige Mischware im Sack steckt. Welche Marken euch dieses Küchendesaster einbrocken und welche Marken euch den perfekten Genuss garantieren, decken wir jetzt auf. Wir starten unser Ranking mit Platz 3 und damit den bekanntesten Billig-Eigenmarken aus dem Supermarkt. Jeder von euch kennt sie. Ja von Rewe, Gut und günstig von Edeka oder Landvogt von Aldi. Wenn ihr diese Marken kauft, müsst ihr euch auf zwei extreme Probleme in der Küche einstellen. Erstens, die Frittierkatastrophe. Habt ihr euch schon mal gewundert, warum eure Pommes aus diesen billigen Säcken in der Fritteuse oft dunkelbraun, bitter und total labberig werden? Das liegt an der falschen Lagerung. Die Discounter lagern diese Kartoffeln oft viel zu kalt. Dadurch verwandelt sich die Stärke in der Kartoffel in Zucker. Wenn ihr das dann frittiert, verbrennt der Zucker sofort. Die Pommes werden dunkel, schmecken bitter und es entsteht krebserregendes Acrylamid. Knusprige Pommes? Mit diesen Marken fast unmöglich. Zweitens, das Sortenlotto. Auf der Vorderseite steht meistens nur groß vorwiegend festkochend. Aber welche Sorte steckt wirklich im Sack? Das erfahrt ihr nur, wenn ihr das Kleingedruckte auf der Rückseite studiert. Oft wechseln die Discounter wöchentlich die Sorten, je nachdem, was gerade am billigsten auf dem Weltmarkt zu haben ist. Mal ist es eine Sorte, die viel zu viel Wasser enthält, mal eine, die beim Kochen komplett zerfällt. Wer damit einen ordentlichen Kartoffelsalat machen will, erlebt am Sonntag die absolute Matschhölle. Und als wäre das nicht genug, kommt jetzt im Juni noch die Herkunftsfalle dazu. Schaut mal auf die Rückseite. Oft stammen diese billigen Knollen nicht aus der Region, sondern wurden per Schiff aus der Wüste Ägyptens importiert. Sie stecken voller chemischer Keimhämmer, damit sie die lange Reise überstehen. Deshalb bei Platz 3 mein eiskalter Verbrauchertipp: Schale immer radikal abschälen und niemals für Pommes oder feine Salate nutzen. Doch wie könnt ihr euch vor dem Sortenlotto bei den Billigmarken schützen? Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, das die Supermärkte am liebsten verschweigen würden. Dreht den Sack um und sucht im Kleingedruckten nach einer Nummer mit den Buchstaben LNE. Das steht für Lebensmittelniederlassungselement. Hinter dieser Nummer versteckt sich der wahre AP-Packer der Kartoffeln. Wenn ihr diese Nummer googelt, seht ihr sofort, ob eure billige Ja-Kartoffel aus einer riesigen Massenfabrik kommt oder von einem ehrlichen regionalen Betrieb. Und noch ein Profi-Tipp:
Achtet auf das Wort Speise-Frühkartoffeln. Wenn das im Juni auf dem Sack steht, haben diese Kartoffeln eine extrem dünne Schale. Das bedeutet, sie nehmen die Keimgifte und den Plastikschimmel noch schneller auf als normale Speisekartoffeln. Wer diese ungeprüft mit der Schale isst, betreibt russisches Roulette mit seinem Magen. Wenn euch dieser eiskalte Insider-Tipp jetzt schon die Augen geöffnet hat, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da und drückt auf den Like-Button. Auf diesem Kanal gibt es keine bezahlte Werbung, sondern nur die nackte Wahrheit im Verbraucherschutz. Euer Support sorgt dafür, dass die Supermärkte mit diesen Tricks nicht länger durchkommen. Schreibt mir auch super gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich lese jeden Beitrag. Kommen wir zu Platz 2 in unserem eiskalten Markencheck. Den bekannten Standard-Bio-Marken, die ihr in fast jedem Supermarkt findet. Dazu gehören Rewe Bio, K-Bio von Kaufland oder Bio Bio von Netto. Beim Kochen und Frittieren machen diese Marken schon einen gewaltigen Sprung nach vorne. Warum? Weil im Bioanbau der Einsatz von chemischen Düngemitteln verboten ist. Die Kartoffeln wachsen langsamer, enthalten dadurch weniger Wasser und haben eine viel bessere Stärkestruktur. Wenn ihr mit Rewe Bio oder K-Bio selbstgemachte Pommes oder Bratkartoffeln macht, werdet ihr sofort merken, sie haben deutlich mehr Eigengeschmack. Sie behalten in der Fritteuse ihre goldgelbe Farbe und werden außen viel knuspriger, weil hier kein billiger Überschusszucker verbrennt. Auch die Schale könnt ihr hier nach gründlichem Waschen meistens mitessen, weil keine chemischen Keimgifte im Lager aufgespritzt werden dürfen. Aber Achtung, auch bei Platz 2 gibt es zwei wichtige Haken beim Kochen. Erstens das Solanin-Risiko durch falsche Beleuchtung. Die Supermärkte lagern diese Biokartoffeln oft tagelang in Plastiknetzen direkt unter grellem LED-Licht. Das Licht sorgt dafür, dass die Kartoffel das gefährliche Nervengift Solanin bildet. Ihr erkennt das an den grünen Stellen auf der Schale. Das Tückische daran, Solanin ist extrem hitzebeständig. Es wird beim Frittieren oder Kochen nicht zerstört. Wenn ihr also eine grüne Biokartoffel erwischt, schmeckt euer Gericht am Ende bitter und kann zu heftigen Magenkrämpfen führen. Hier müsst ihr im Laden also ganz genau hinschauen. Und das ist leider kein Einzelfall. Die Täuschung im Supermarkt geht noch viel weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie wir bei Milchprodukten abgezockt werden und welcher extreme Käseskandal gerade bei bekannten Marken läuft, wo minderwertige Qualität und sogar Mineralölrückstände im Labor gefunden wurden, dann solltet ihr euch unbedingt mein Enthüllungsvideo zum großen Käsecheck anschauen. Ich verlinke es euch jetzt oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Schaut da nach diesem Check unbedingt rein, es wird euch die Augen öffnen. Kommen wir aber nun zum zweiten Haken bei Platz 2, dem Sortendefizit. Zwar erfahrt ihr auf der Rückseite meistens die konkrete Sorte, wie zum Beispiel Belana oder Coronada, aber es handelt sich oft um absolute Standardsorten. Für ein feines Püree oder den perfekten klassischen Kartoffelsalat fehlt diesen Massen-Bio-Sorten manchmal das tiefere Aroma, das man von alten, traditionellen Kartoffelsorten kennt. Trotzdem ist Platz 2 für den Alltag eine solide und vor allem gesündere Wahl als die Chemieknollen von Platz 3. Kommen wir jetzt zur absoluten Königsklasse und damit dem verdienten Platz 1. Hier finden wir keine billige Massenware, sondern drei echte Top-Marken, die wir uns jetzt im Detail anschauen. Marke Nummer 1: Alnatura. Der Preis: Alnatura liegt im preislichen Mittelfeld der Premium-Klasse. Für die gebotene Qualität ist der Preis absolut fair und ein echter Preis-Leistungstipp. Die Herstellung: Alnatura arbeitet nach den Richtlinien von bekannten Bioverbänden wie Bioland oder Naturland. Das bedeutet strenger Fruchtwechsel auf den Feldern, absolut keine chemischen Spritzmittel und ein gesunder Boden. Der Kocheffekt: Alnatura setzt auf hervorragende Allrounder-Sorten wie Belana. Das Ergebnis in der Küche? Ein perfekter gelber Kartoffelsalat, bei dem die Scheiben schnittfest bleiben und nicht zu Matsch zerfallen. Die Schale ist nach dem Waschen extrem zart und absolut bedenkenlos essbar. Marke Nummer 2: Denre.
Der Preis? Denray ist der absolute Preissieger im Premium-Bereich. Oft findet ihr diese Kartoffeln im Bio-Supermarkt zu Preisen, die kaum teurer sind als die Standardware der Discounter. Die Herstellung. Auch Denry setzt konsequent auf zertifizierte Verbandsware. Ein großer Fokus liegt hier auf der Regionalität. Auf den Papiersäcken könnt ihr fast immer genau sehen, aus welcher deutschen Region die Knollen stammen. Der Kocheffekt? Denry ist der absolute Geheimtipp für alle Pommes-Liebhaber. Hier findet ihr extrem oft die legendäre Sorte Agria. Durch den perfekten Stärkeanteil dieser Sorte werden eure Pommes in der Fritteuse Jet mal außen goldbraun und kross, während sie innen wunderbar fluffig bleiben. Ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den Billigmarken. Marke Nummer 3: Demeter. Der Preis? Ja, Demeter ist preislich die teuerste Marke auf dem Markt. Hier zahlt ihr einen klaren Aufpreis, aber jeder Cent davon ist begründet. Die Herstellung. Demeter ist die älteste und strengste Biomarke der Welt. Hier wird biologisch dynamisch gearbeitet. Die Bauern nutzen keine synthetischen Hilfsstoffe, sondern arbeiten im perfekten Einklang mit der Natur und dem Boden. Mehr Reinheit geht rechtlich überhaupt nicht. Diese Kartoffeln werden fast immer ungewaschen mit einer dicken Erdschicht verkauft. Diese Erde schützt die Knolle perfekt vor Licht, Austrocknung und dem giftigen Solanin. Der Kocheffekt? Wer einmal eine Demeter-Kartoffel gekocht hat, schmeckt den Unterschied sofort. Sie haben den intensivsten, cremigsten und nussigsten Eigengeschmack. Egal ob für ein feines Püree oder edle Bratkartoffeln, geschmacklich ist Demeter die absolute Nummer 1. Jetzt habt ihr die perfekten Premium-Kartoffeln gekauft, aber passt auf. Die meisten Verbraucher begehen zu Hause 3 fatale Fehler, die selbst die beste Demeter-Qualität in pures Gift verwandeln. Erstens die Obstschale. Lagert eure Kartoffeln niemals neben Äpfeln oder Bananen. Diese Früchte strömen das Reifegas Ethylen aus. Dieses Gas sorgt dafür, dass eure Kartoffeln in Rekordzeit anfangen zu keimen, alt zu werden und Solanin zu bilden. Zweitens, der Kühlschrank. Packt eure Kartoffeln niemals in den Kühlschrank bei unter 4 Grad. Bei diesen kalten Temperaturen passiert genau das, was wir vorhin besprochen haben. Die Stärke verwandelt sich in Zucker. Ihr ruiniert euch den Geschmack und habt beim nächsten Frittieren wieder bittere, dunkle Pommes. Drittens, die Plastiktüte. Wenn ihr Kartoffeln im Plastiksack gekauft habt, holt sie dort sofort nach dem Einkauf raus. Legt sie in einen dunklen Karton oder einen atmungsaktiven Jutesack. Nur so verdammt die Feuchtigkeit und ihr schützt eure Knollen vor dem unsichtbaren Schimmelbefall. Mein Klartext-Fazit: Für euren nächsten Einkauf spart niemals bei Kartoffeln. Die billigen Plastiksäcke auf Platz 3 sind eine reine Chemie- und Schimmelfalle. Greift im Supermarkt lieber zu den ungewaschenen Kartoffeln im Papiersack auf Platz 1 oder Platz 2. Das schützt eure Gesundheit und schmeckt am Ende auch unendlich viel besser. Wenn euch dieser eiskalte Check die Augen geöffnet hat, dann lasst jetzt ein Abo da, teilt dieses Video mit euren Freunden und schaut beim nächsten Einkauf ganz genau hin. Bis zum nächsten Mal bei Unter Beobachtung.